Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar MedTech, Neues vom Medizintechnik-Add-on. Sie sehen hier auf dem Bild auch die Bilder von dem Herrn Beckmann und von mir. Ich bin Andreas Geist, bin bei der BECON für den Lösungsvertrieb verantwortlich und werde Sie mit durch das Webinar führen. Sie haben während des Webinars die Möglichkeit, wie üblich bei unseren Webinaren, Fragen zu stellen, die wir dann am Ende des Webinars auch beantworten werden. Und wir werden auch das Webinar aufzeichnen. Das heißt, alle, die eingewählt sind, bekommen im Nachhinein auch dieses Video nochmal zugestellt und eben auch die Antworten auf die Fragen. Es wird ungefähr eine Stunde dauern. Von daher wünsche ich Ihnen jetzt erstmal viel Freude. Herr Beckmann ist unser fachlicher Ansprechpartner, gerade für das MedTech Add-on, und wird es auch gleich vorführen. Wir als BECON sind als Dienstleister für Digitalisierung, IT und Telekommunikation seit mittlerweile 32 Jahren in Deutschland am Markt mit knapp 110 Kolleginnen und Kollegen. Hauptstandort bei uns ist München, da bin auch ich ansässig. Dann haben wir einen Standort in Berlin, da sitzt mein Kollege Herr Beckmann, und dann einen Standort in Fulda. Wir sind immer noch zu 100% in privater Hand. Das freut uns sehr, weil wir dadurch einfach unheimlich flexibel sind und sehr schnell auf jegliche Anforderungen reagieren können. Und wir haben einen recht großen Kundenstamm, sind mittlerweile mehr als 500 Kunden. Sie sehen hier auf der Kachel sicherlich die großen namenhaften. Wir bedienen aber durchaus das Gros der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wir sind zum einen Partner von iDoIT, das heißt also Entwicklungspartner, Supportpartner und Premium-Partner, können Sie daher in jeglicher Phase der Implementierung der CMDB begleiten und beraten. Wir haben aber auch weitere Partnerschaften, wie man hier sieht, mit Sensu zum Beispiel als Monitoring-Lösung oder JDISC als Discovery-System. Wir haben verschiedene Bereiche bei uns im Leistungsportfolio. Sie sehen hier auf der Folie erstmal jetzt viele Informationen. Wenn wir uns einmal oben in der Mitte orientieren und dann im Uhrzeigersinn gehen, dann haben Sie links und rechts noch Applikationsmöglichkeiten. Das heißt also immer natürlich recht flexibel, was so Ihre Lösung dann dementsprechend angeht. Im Bereich Digital Innovations haben wir unseren eigenen API-Hub entwickelt. Das heißt also gerade, was so die Anbindung von Applikationen miteinander angeht und der Datenaustausch bidirektional, da finden Sie OpenCilium als praktische Lösung. Ganz oben links sehen Sie auch das Logo davon. Wir haben den Bereich Radio Networks, der bei uns am Standort Berlin sehr stark vertreten ist, aber international auch in den Projekten aktiv ist, aber sicherlich auch ein ganz heißes Thema. Cloud ist heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Also wir haben häufig die Daten, die aus der Cloud kommen und in die CMDB sollen, aber begleitet uns auch schon seit jetzt mittlerweile Jahrzehnten. Data Center Operations Monitoring haben wir gerade eben mit Sensu bereits gehört, ist sicherlich ein Thema, wenn man über ITIL CMDB nachdenkt, dann ist das sicherlich fast eine Notwendigkeit. Aber die Möglichkeit der Anbindung besteht, ist kein Must, aber ein Nice to have. Bereich Service Management, das ist das Thema, was wir heute mit dem Webinar auch verfolgen, ist das Thema der CMDB. Möglichst noch eine Anbindung an ein Ticketsystem. Hier sieht man noch OTRS. OTRS hat ja die Community Edition abgekündigt. Da gibt es einige Forks, sei es Snoomi oder Opodo. Da gibt es verschiedene Lösungen, wo es auch dann dementsprechend in der Community-Version weitergeführt wird. Aber dazu gerne im bilateralen Austausch mehr. Bereich Information Security haben wir durch 2 Add-ons abgedeckt von iDoIT. Das ist einmal das ISMS und das Viva 2 Add-on. ISMS Richtung ISO-Zertifizierung, Viva 2 Thema BSI Grundschutz. Also wenn es da Fragen gibt, gerne im Nachgang. Wir werden am Ende des Webinars auch nochmal meine Kontaktdaten zeigen.
Hier die Folie möchte ich eigentlich nur ganz kurz anreißen. Hat recht viele Informationen. Sie sehen erst einmal grundlegende Thematik. Wenn eine CMDB eingeführt wird, soll die Information aus der IT-Infrastruktur irgendwie in die CMDB. Das heißt also, wir sprechen von traditionellen Lösungen, das heißt also Arbeitsplätze oder so, oder eben Themen, die in der Cloud abgespeichert sind, und die sollen möglichst in die CMDB. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wenn wir uns hier mal Mitte links orientieren auf der Folie, sehen wir die CMDB als Herzstück, und die ist erst einmal recht frei von Informationen. Das heißt, also die Daten möglichst automatisiert in die CMDB zu bekommen, mit Hilfe von einem Inventory-Tool, wäre eine Möglichkeit. Man kann aber auch eben manuell arbeiten, also die Sachen händisch eingeben, CSV-Import nutzen, das AD anzapfen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn die Daten dann in der CMDB sind, sollten sie möglichst dann auch verwendet werden. Das heißt also hier Anbindung von einem Monitoring, welches dann eben mit, wenn die Checks einmal eingestellt sind, die Daten dann auch automatisiert überwacht, und dem Supporter, der auf das Ticketsystem zugreift, welches auch mit der CMDB kommuniziert, zeitgleich auch direkt in die CMDB reingehen kann und sehen kann, okay, wie viele Tickets hatte ein Asset schon mal oder welche Beziehung besteht auch zwischen den einzelnen Objekten. Das heißt also, das ist an sich schon ein recht rundes Bild, und das ist das, was ich da gerade eben sagte, eitel. Die Folie hat viel, viel mehr, gerne auch da im Nachgang in einzelnen Gesprächen nochmal detaillierter darauf. Wir sehen hier in der obersten Linie, das Wesentliche ist immer den Benutzer, das heißt das schwarze Männchen, was man hier sieht, die Tätigkeit nicht anzureichern, sondern eher zu bereichern, und die Business Processes, wie es hier rechts dargestellt ist, die Prozesse zu optimieren. Das heißt, das ist etwas, wo wir Sie gerne unterstützen, aber soll heute den Rahmen gar nicht so sehr sprengen. iDoIt ist sicherlich als 360-Grad-Dokumentation eine vernünftige Lösung. Sie haben die Möglichkeit, Rechte zu vergeben für die einzelnen User. Und das Beziehungsmodell habe ich gerade schon angesprochen, werden wir sicherlich auch jetzt gleich noch sehen. Man sieht einfach, welches Asset ist mit einem anderen verbunden, vor- oder nachgelagert. Sie haben vergleichsweise kostengünstige Preisstrukturen bei iDoIt. Es ist objektbasiert, das heißt also mit der Anzahl an Assets, die Sie pflegen, steigt auch der Preis, aber das auch ist relativ überschaubar. Und Sie können durch Add-ons oder Anbindung von Drittsystemen das System immer mehr erweitern. Also die Flexibilität ist da sehr groß. Sie haben grundsätzlich eine IT-Dokumentation. Das heißt, Sie dokumentieren Ihr Netzwerk, Sie haben Lizenzen, also können, wie man es hier im Bild sieht, relativ viel in dem System schon abbilden, haben das Beziehungsmodell, man sieht es hier auch gerade auf einem Screenshot rechts, wie es dann eben auch grafisch dargestellt wird, und Sie haben dann eben auch die Möglichkeit, es relativ frei zu customizen. Aber das sind, wie gesagt, alles Themen, wo wir gerne unterstützen. Heute soll es aber im Wesentlichen um ein anderes Thema gehen, um das Thema Medizintechnik. Deswegen freut es mich sehr, dass ich an den Jan Beckmann abgeben kann, der uns jetzt verrät, was genau bei dem MedTech Add-on Neues gibt und wie das System funktioniert. Ganz lieben Dank. Ja, vielen Dank dir, Andreas. Dann würde ich an der Stelle die Kamera ausschalten und meinen Bildschirm übertragen. So, den sollten Sie jetzt auch sehen. Wunderbar. Dann geht es genau an der Stelle weiter. Wir befinden uns im Bereich Medizintechnik. Ja, da stellt sich natürlich die allererste Frage, warum sollte man überhaupt iDoIt zur Dokumentation der Medizintechnik benutzen? iDoIt als CMDB ist ohnehin zentrale Datenquelle für die gesamte IT-Landschaft.
Viele andere Unternehmen haben darüber hinaus das iDoIT auch schon genutzt, um ja, zum Beispiel Teile des Facility Managements mit abzubilden, wie Schreibtische, Schreibtischstühle, Rollcontainer und ähnliches, oder auch den Fuhrpark zu verwalten. Ja, und deshalb auch die Dokumentation der Medizintechnik im iDoIT kann ein logischer Schritt sein, und zwar zum Beispiel, um die Anforderungen der Medizinprodukte-Betreiberverordnung zu erfüllen. Medizinische Geräte wie MRT, CT oder PACS basieren zunehmend auf Standard-IT und führen zu einer Verschmelzung von Medizin-IT und normaler IT. Und ja, um diese Anforderungen der Medizinprodukte-Betreiberverordnung, auf die wir später nochmal genauer eingehen wollen, umzusetzen, lohnt sich die Dokumentation in iDoIT. Es gibt natürlich noch weitere Aspekte wie eine Anbindung an ein Ticketsystem. Da kann sich der Supporter sicherlich die ein oder andere Nachfrage sparen, wenn er die Informationen des Assets direkt im iDoIT abfragen kann. Andererseits gibt es natürlich so Discovery-Tools. Wir empfehlen da sehr gerne JDisk. Da kann man gut einen Abgleich schaffen von vorhandenen, also im iDoIT bereits dokumentierten und tatsächlich im Netzwerk vorhandenen Geräten. Ähnlich sieht es mit Monitoring-Dateien, Monitoring-Tools aus. Wenn die Geräte schon im Netzwerk hängen, warum sollte man sie dann nicht auch ins Monitoring aufnehmen und überwachen? Und zu guter Letzt kann man aufbauend auf die Dokumentation natürlich Risikobewertungen vornehmen nach ISO 80001 oder eher im IT-Bereich bekannt, ja, nach ISO 27001. Man kann natürlich auch Bausteine daran knüpfen und nach BSI Grundschutz vorgehen. Oder was sehr viele Firmen auch haben, dass sie die KRITIS-Anforderungen erfüllen müssen. Und dann kann man natürlich auch diese B3S-Anforderungen an die Assets knüpfen und ja, dokumentieren, wie man diese erfüllt. Kommen wir zu den Anforderungen aus der Medizinprodukte-Betreiberverordnung. Da haben wir zunächst in Paragraph 10 das Betreiben und Anwenden von ausgewählten aktiven Medizinprodukte. Da sind in erster Linie Einweisungen zu dokumentieren. Eine sogenannte Ersteinweisung wird dabei von späteren Einweisungen unterschieden. Außerdem muss es einen Beleg über die Funktionsprüfung am Aufstellort geben, die man in iDoIT revisionssicher ablegen kann. Wir haben dafür einen neuen Objekttypen Einweisung erstellt, wo man diese Sachen dokumentieren kann. Zum einen natürlich, wer der Unterweiser war, ob es eine Ersteinweisung ist, ja oder nein, das Datum der Unterweisung, wer alles unterwiesen wurde, kann man angeben, einen schriftlichen Nachweis hochladen und ja, als Stati liefern wir durchgeführt und geplant mit aus. Natürlich kann man hier nicht nur durchgeführte Einweisungen dokumentieren, sondern diese auch planen. Und ja, dann kann man natürlich noch ein Ablaufdatum angeben. Warum ist es ein eigener Objekttyp, diese Einweisung? Weil wir darüber eine automatische Zuweisung der Produkte und Einweisungen erreichen können. Das heißt, wir haben vielleicht 3 Medizinprodukte in unserem iDoIT, 2 Produkte vom Modell A und 1 vom Modell B und müssen dann nicht für jedes dieser 3 jeweils die Einweisungen dokumentieren, sondern wir haben ein Einweisungsobjekt für Modell A und ein Einweisungsobjekt für Modell B. Die können natürlich unterschiedliche Eintragungen noch haben. Eine Einweisung für Modell A hat zum Beispiel am 8.6. stattgefunden, eine andere 2 Tage später am 10.6. Und für Modell B hat eine Einweisung vielleicht am 2.4. stattgefunden. Und die Einweisungen für Modell A gelten natürlich für beide Produkte vom Modell A und die Einweisung für Modell B gilt natürlich auch nur für das Gerät Modell B.
Dann haben wir noch weitere Anforderungen, zum Beispiel Paragraph 11 die sicherheitstechnischen Kontrollen und Paragraph 14 die messtechnischen Kontrollen. Die müssen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden für die Medizinprodukte. Und dann ist es so, dass wir natürlich das mit der Wartung zusammengefasst haben zu einer neuen Kategorie Termine. Hier kann man den Art des Termins auswählen, das heißt messtechnische Kontrolle, sicherheitstechnische Kontrolle oder Wartung. Dann das Datum, wer das Ganze durchgeführt hat. Das müssen nicht immer Personen sein, die aus Ihrer Institution kommen, sondern hier können Sie natürlich auch Zulieferer oder Wartungsfirmen einpflegen ins iDuert. Ja, und diese dann eventuell auch dazu berechtigen, Ergebnis- und Servicebericht selber hochzuladen. Als weitere Punkte haben wir noch Paragraph 12 und 13. Die regeln das Medizinproduktebuch. Das haben wir als Variablen-Report gelöst für jedes Medizinprodukt im iDuert. Das heißt, jedes dieser Medizinprodukte hat einen solchen Variablen-Report, wo die geforderten Elemente drin sind. Außerdem gibt es noch einen Report über alle Medizinprodukte. Das ist dann das Bestandsverzeichnis aus Paragraph 13. Weiterhin gibt es noch Anforderungen aus dem täglichen Handling des iDuerts, zum Beispiel der Wunsch, auch Ersatzteile zu verwalten für die Medizingeräte. Dafür haben wir eine neue Kategorie Ersatzteile eingeführt und die Risikomatrix, die einige von Ihnen vielleicht schon kennen, auch interaktiv gestaltet, sodass man hier einfach auf bestimmte Einträge draufklicken kann, um Einweisungen zu erstellen oder anzusehen. An dem Punkt kommen wir zur Live-Demo. Bevor wir wirklich ins iDuert springen, würde ich noch mal kurz präsentieren, was wir vorhaben. Und zwar möchten wir zuallererst ein neues Medizinprodukt anlegen, zum Beispiel ein Ganzkörper-MRT, anschließend die Aufstellung und Betriebnahme dokumentieren, wo wir eine Nachweisdatei natürlich für hochladen können. Dann wollen wir eine neue Unterweisung erstellen oder planen, und zwar für Modell C. Eine messtechnische Kontrolle dokumentieren, mit Ergebnis- und Servicebericht entsprechend. Dann das Medizinproduktebuch einsehen und abschließend das Medizingeräte-Bestandsverzeichnis. So, das heißt, an der Stelle beende ich einmal die Präsentation und springe in das iDuert. Wir sehen hier einmal das Dashboard, das sieht man direkt nach der Anmeldung. Im Bereich MedTech gibt es schon verschiedene Objekttypen, die wir mit ausliefern. Hier sind also verschiedenste Medizingeräte schon einmal drin. Und wir wollten jetzt ein MRT-Gerät neu anlegen. Das heißt, das wird ein Röntgenaufnahme- oder Durchleuchtungsgerät sein und können hier über neu ja, erstmal die Bezeichnung angeben. Wir haben gerade gesehen, es gab schon ein Ganzkörper-MRT. Wir können dieses also Ganzkörper-MRT 2 nennen. Das Ganze einmal speichern und sehen dann, dass wir neben diesen Attributen in der Kategorie Allgemein, wo so etwas drin ist wie der CMDB-Status, der eigentlich den gesamten Lifecycle eines Assets wiedergibt. Das heißt, von geliefert über gelagert bis ja, hin zu aus Reparatur geliefert, natürlich in Betrieb und irgendwann vielleicht auch verschrottet. Haben wir hier zum Beispiel in der nächsten Kategorie Buchhaltung die Möglichkeit, eine Inventarnummer anzugeben. Die kann man auch automatisiert erstellen lassen vom iDuert. Wir können hier eine entsprechende Kostenstelle auswählen, Bestelldatum, Lieferdatum und Rechnungsdatum eintragen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es Anfang letzter Woche geliefert wurde, kann man darauf ausgehend auch den Garantiezeitraum hier angeben. Das heißt, nach Lieferdatum zum Beispiel 2 Jahre.
Das Ganze können wir speichern. Und wenn wir uns dann diese Kategorie Buchhaltung nochmal anschauen, sehen wir, dass das Garantiedatum daraus errechnet wurde und auch die Restgarantie, die wir noch haben. Dann kommen wir zu dieser neuen Kategorie Ersatzteile. Hier können wir einen neuen Eintrag erstellen, zum Beispiel einen MRT-Bildschirm, der eine gewisse Teilenummer hat. Das kann auch irgendeine Seriennummer sein oder ähnliches. Genauso gut könnte man jetzt noch ein weiteres Ersatzteil anlegen, zum Beispiel das passende Kabel dazu, also ein MRT-Bildschirmkabel. Und das hat vielleicht sogar irgendeine interne Teilenummer. Und das Ganze hat das Ziel, das zum Beispiel mit einem Ticketsystem auszutauschen, diese Informationen, um eventuell Bestellprozesse darüber abzuwickeln oder ähnliche. In der Kategorie Funktionsstörungen handhaben wir das ähnlich. Dort könnte man einen Vorfall dokumentieren, wenn der zum Beispiel am Anfang der Woche vielleicht um 9:15 Uhr stattgefunden hat, können wir hier dokumentieren, wer das Ganze gemeldet hat. Zum Beispiel unser Mediziner 1. Wir können eine kurze Fehlerbeschreibung hier hinterlegen, zum Beispiel Gerät startete nicht, können eine Ticketnummer angeben und einen Link in ein Ticketsystem. Da haben wir natürlich verschiedene Anbindungsmöglichkeiten, sei es wirklich noch einen OTRS, einen Snuni, ein Otobo, ein Zermatt oder ähnliche. Ja, dann haben wir hier unseren Link ins Ticketsystem, der dann gegebenenfalls automatisch ausgefüllt wird. Eine Handbuchzuweisung ist auch durchaus üblich. Die Handbücher müssen den Mitarbeitern, die Zugang zu den Geräten haben, ja zur Verfügung gestellt werden. Daher diese Kategorie Handbuchzuweisung. Die funktioniert ähnlich wie andere Dateien. Das heißt, man kann hier wirklich eine Datei hochladen oder aus den vorhandenen Dateien eine auswählen, die für dieses Gerät passend ist. In der Kategorie Kontaktzuweisung könnten wir hinterlegen, wer für dieses Gerät verantwortlich ist, wer es administriert, wer der Ansprechpartner ist, wer Benutzer sind. Für unser MedTech-Add-on relevant ist aber vor allem der Verantwortliche nach § 5 Medizinproduktegesetz. Das wäre auch der Inverkehrbringer. Denn der muss explizit im Medizinprodukte-Bestandsverzeichnis auftauchen. In der Kategorie Medizingerät können wir dann natürlich aus dem UMDNS-Katalog natürlich mal schauen, ob es hier für ein Ganzkörper-MRT eine entsprechende Nummer gibt. Wir sehen hier für einen Ganzkörper-Tomographen würde es eine geben, für eine Ganzkörper-MR-Einheit jetzt wohl nicht. Ist aber nicht schlimm, den Eintrag können wir trotzdem auswählen. Wir können Typ, Loscode und Anschaffungsjahr hier angeben. Eine Kennnummer der benannten Stelle, eine betriebliche Identifikationsnummer und eine Risikoklasse, das heißt 1, 2a, 2b oder 3. Den Beleg für den Funktionstest, den habe ich hier schon einmal vorher hochgeladen. Funktionstest MRT heißt die Datei. Die kann ich also einfach auswählen und übernehmen. Ich könnte alternativ meinen Computer nach anderen Dateien durchsuchen und diese dann hochladen.
Natürlich kann ich hier noch Werte für die sicherheitstechnische, messtechnische Kontrolle und den Wartungszyklus hinterlegen. Da kann ich auch jeweils auswählen, ob ich das in Monaten angegeben habe, in Jahren, in Tagen oder vielleicht auch in Wochen. In dem Fall sind es mal 12 Monate für alle Termine. Ich kann das Ganze speichern. Das hat wohl schon etwas zu lange gedauert. Das ist kein Problem. So speichere ich das einfach nochmal. Unter Modell ist es dann wichtig für die spätere Einweisung, dass wir hier den Hersteller und das Modell auswählen. Das sollte jetzt ein Modell C sein, denn das ist jetzt der zweite Schritt, nachdem wir die Funktionsprüfung hinterlegt haben, dass wir hier eine Einweisung für dieses Gerät planen. Und zwar konnte man das bisher schon, indem man ein neues Einweisungsobjekt angelegt hat über diese Liste der Einweisungen. Neuerdings kann man zunächst prüfen in der Einweisungsmatrix, gibt es denn für das Ganzkörper-MRT schon eine Einweisung, ja oder nein? Und wenn nicht, kann man trotzdem zum Beispiel beim Mediziner 1 auf das jeweilige Feld klicken. Da wird man dann darüber informiert, dass noch kein Einweisungsobjekt besteht für dieses Modell C und man kann dann ein neues anlegen. Da kommen wir in genau dieselbe Übersicht, können hier über Neu eine Einweisung Modell C anlegen. Da füllen wir ebenfalls zuerst die Kategorie Modell aus mit Testhersteller und Modell C, speichern das Ganze und können dann einen solchen Eintrag vornehmen für eine Einweisung, wie wir sie schon in den PowerPoint-Folien gesehen haben. Das heißt, zunächst wählen wir einen Unterweiser. Das kann unser Testhersteller sein, der vielleicht eine Ersteinweisung vorgenommen hat. In dem Fall wäre das also ja. Als Datum der Unterweisung würde ich dann auch den 15. angeben, als wir also unser Medizinprodukt aufgestellt und geliefert bekommen haben. Man kann dann die unterwiesenen Personen hier auswählen, zum Beispiel Mediziner 1 und Mediziner 2. Hat die Möglichkeit, einen schriftlichen Nachweis hochzuladen. Da wähle ich auch mal eine vorhandene Datei aus, nämlich die Ersteinweisung. Als Status würde ich dann natürlich durchgeführt auswählen und als Ablaufdatum gebe ich mal keins an für diese Ersteinweisung, weil ich sage, dass diese nicht abläuft. So, nachdem ich das vorgenommen habe, kann ich das Ganze in der Einweisungsmatrix mir anschauen. Das heißt, ich habe hier meinen Ganzkörper-MRT und da sehe ich auch anhand des Logos, dass Mediziner 1 und 2 hier Erstunterwiesene sind. Hier links gibt es eine Legende. Da sieht man, dass dieses kleine Instructor-Icon dafür steht, dass eine Ersteinweisung vorgenommen wurde. Der grüne Haken bedeutet, dass jemand eingewiesen ist. Und dann gibt es noch eine grüne Sanduhr und eine rote Sanduhr. Die rote bedeutet also, dass beim Mediziner 1 die Einweisung für das Alkoholanalysegerät seit 9 Tagen abgelaufen ist und beim Mediziner 2 läuft diese Einweisung in 10 Tagen ab. Natürlich kann ich das Ganze auch direkt an meinem Ganzkörper-MRT einsehen. Dafür klicke ich einfach auf das Ganzkörper-MRT, komme da wieder hin und kann in dem Report zugehörige Einweisungen mir auch anschauen, wer wann wie unterwiesen wurde. Ja, und damit hätten wir die Unterweisungen eigentlich geplant. Damit zurück zu unserem Ganzkörper MRT 2.
Dafür wollten wir noch eine messtechnische Kontrolle dokumentieren. Dafür gehen wir in die Kategorie Termine, erstellen einen neuen Eintrag. Und zwar ist die Art des Termins eine messtechnische Kontrolle. Das Datum kann zum Beispiel auch der 15. sein, weil wir da vielleicht das Ganze einmal durchgemessen haben. Der Durchführende war dann entweder auch unser Testhersteller. Wahlweise geht es natürlich auch, dass man da eine Wartungsfirma auswählt oder ähnliches. Können hier dann ein Ergebnis hochladen von dieser messtechnischen Untersuchung und im Zweifel auch einen Servicebericht. Ja, können das Ganze speichern und daraufhin natürlich auch das Medizinproduktebuch einsehen. Hier sehen wir, dass also die Bezeichnung angezeigt wird, die betriebliche Identifikationsnummer, dass der Beleg für den Funktionstest hier normalerweise verlinkt wäre, alle Unterweiser, die es gibt, hier aufgeführt werden, die sicherheitstechnische, messtechnische Kontrolle und der Wartungszyklus hier aufgeführt werden und natürlich diverse Vorfälle, so es denn welche gab, aus der Kategorie Funktionsstörungen hier aufgelistet werden. Dann haben wir als letzten Punkt das Medizinprodukte-Bestandsverzeichnis noch offen. Das finden wir im Report Manager. Hier gibt es eine Kategorie MedTech, in der die 3 ausgelieferten Reports zu finden sind. Das Medizinproduktebuch und zugehörige Einweisungen sind direkt an die jeweiligen Geräte geknüpft. Die haben wir schon einmal eingesehen. Und das Medizingeräte-Bestandsverzeichnis ist kein variabler Report, sondern kann wirklich hier aufgerufen werden. Wir sehen also hier dann die Bezeichnung, auch die UMDNS-Bezeichnung, den Typ, Loscode, Seriennummer und Anschaffungsjahr, dann den Verantwortlichen nach § 5 Medizinproduktegesetz, Straße, Ort und Postleitzahl des Verantwortlichen nach § 5, die Kennnummer der benannten Stelle, betriebliche Identifikationsnummer und auch den Standortpfad nochmal. Damit hätten wir unseren kleinen Use Case eigentlich schon abgearbeitet. Man sieht dadurch, dass das MedTech wirklich in iDoIT integriert ist, kann man solche Funktionen nutzen wie den Report Manager, das Benachrichtigungsmodul oder auch das Dokumenten-Add-on. Auch dafür haben wir mal eine Beispielvorlage erstellt. An der Stelle nochmal der Hinweis, das Dokumenten-Add-on ist nicht Teil des Standard-iDoITs, sondern ein weiteres Add-on, in dem man ja solche Vorlagen für Dokumente anlegen kann. In dem Fall möchte ich die Bezeichnung des Objekts sehen und habe dann hier eine kleine Tabelle mit betrieblicher Identifikationsnummer, Hersteller, Modell und so weiter. Mein Beleg über die Funktionsprüfung. Hier im 3. Absatz blende ich meinen Report über zugehörige Einweisungen ein und ja, habe dann meine Fristen für sicherheitstechnische Kontrolle, messtechnische Kontrolle und Wartung und anschließend noch eine Übersicht über die bisher aufgetretenen Funktionsstörungen. Und dieses Template kann ich jetzt mit verschiedenen Geräten aufrufen, entweder hier direkt in diesem Dokumenten-Add-on oder an dem jeweiligen Medizinprodukt selber in der Kategorie Dokumente. Und natürlich kann man das Ganze auch über die Konsole automatisieren, dass solche Dokumente regelmäßig und von selbst erstellt werden. Als erstes würde ich hier jetzt einen Dokumententitel vergeben, zum Beispiel Test Medizinproduktebuch, könnte dann ein
Gerät mal auswählen, zum Beispiel das Aminosäureanalysegerät, für das ich hier ein Dokument erstellen möchte. Klickt dann auf Hinzufügen und schon wurde hier ein solches Dokument erzeugt. Und das kann ich natürlich hier auch exportieren, zum Beispiel als PDF. Das Ganze mache ich mal auf. Und dann sehen wir hier im ersten Abschnitt das Medizinproduktebuch als wirkliches Dokument. In der Kopfzeile haben wir noch ein Logo von uns eingefügt, die betriebliche Identifikationsnummer, Hersteller, Modell werden automatisch ausgefüllt. Die Einweisungen werden hier dargestellt, die Wartungszyklen und natürlich auch hier die Übersicht über die Funktionsstörungen. Okay, so viel erstmal zu den einzelnen Punkten. Damit wären wir mit der Vorstellung der Neuerungen vom MedTech vorerst durch. Das heißt, wir freuen uns jetzt auf Ihr Feedback und ja, danken für die Aufmerksamkeit und ich werde mal schauen, ob es schon Fragen gegeben hat. Okay, ich hätte hier schon eine Frage. Welche Anzahl an Objekten benötigt das MedTech? Das ist natürlich so nicht ganz einfach zu sagen. Man kann es so sehen, dass man ein Objekt pro Medizingerät, das man hat, hier rechnen kann. Wir liefern 12 Stationen und Fachabteilungen mit aus, einfach, dass Sie das Ganze besser strukturieren können. Die können Sie nicht nur als Standort nutzen, sondern zum Beispiel auch als Personengruppe, sodass Sie in dieser Einweisungsmatrix sowohl beim Standort als auch beim Personenfilter eine bestimmte Fachabteilung eintragen können und dann wirklich nur Geräte und Personen aus dieser Station Fachabteilung sehen. Auch die können Sie natürlich beliebig erweitern, ergänzen, wie auch die anderen Geräte. Ja, als weitere Frage habe ich, was kostet iDoIt zusammen mit dem Add-on? Da kann ich natürlich kurz auf die Seite der Synetics verweisen, also i-doit.com. Hier sind die Preise für die einzelnen Subskriptionen aufgeführt. In den meisten Fällen, wo das iDoIt mit MedTech betrieben wird, kommen wir mit 1000 Objekten kaum hin. Insbesondere wenn noch das Add-on ISMS oder Viva 2 dazu gewünscht ist, sind wir schon eher bei 5000 Objekten. Da liegen wir bei einer jährlichen Lizenzgebühr von 789 € und man kann grob sagen, dass jedes Add-on die Hälfte dieser Subskription kostet. Wir sehen hier einmal die Möglichkeit, das Ganze für mehrere Mandanten zu erweitern, dann das Dokumenten-Add-on, von dem ich Ihnen einen Ausschnitt gezeigt habe, ja, und unser ISMS und Viva 2 Add-on, die sich alle in diesem preislichen Rahmen bewegen. Das würde auch die nächste Frage schon beantworten, zum Teil zumindest. Welche Add-ons hat die BCon noch im Angebot? Das ISMS-Add-on eignet sich zur Umsetzung der ISO 27001 und auch für die Dokumentation von kritisrelevanten Vorhaben. Das Viva 2 Add-on eignet sich vor allem für die Umsetzung des BSI Grundschutz, sprich die Grundschutzstandards 200-1 und 200-2. Wir haben außerdem noch weitere Add-ons wie unseren OTRS-Konnektor oder das ScanIt Add-on, zu denen in nächster Zeit auch weitere Webinare noch kommen werden. Und ja,
zu denen wir auch gerne im bilateralen Austausch nochmal Frage und Antwort stehen. Da ich jetzt keine weiteren Fragen gefunden habe, sage ich nochmal an der Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie noch Fragen haben, steht mein Kollege Andreas Geist gerne nochmal zur Verfügung. Seine Kontaktdaten habe ich hier nochmal eingeblendet. Und ja, Andreas, magst du dich auch noch verabschieden? Ganz lieben Dank, Jan. Also es freut mich sehr, wenn Sie auf mich zukommen im Nachgang. Wie gesagt, wir werden die Aufnahme und auch die beantworteten Fragen sowie eben vielleicht auch Fragen, die wir übersehen haben, noch mit verteilen. Und dann danke ich Ihnen erst einmal für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Tag. Wir haben jetzt heute nicht ganz eine Stunde gebraucht. Ich hoffe, Sie verzeihen uns dies, dass Sie eine Viertelstunde mehr zur Verfügung haben. Aber ich denke, das sollte für alle Beteiligten passen. Sie sehen hier meine Kontaktdaten, E-Mail und Telefonnummer. Kommen Sie gerne auf mich zu. Ich danke Ihnen vielmals. Und ansonsten schönen Tag. Bis dann. Tschüss.